Tja, und hier kommt schon die erste Frage von Christoph. Er wollte mal anregen, dass du, Christina, über Besetzungen sprichst durch andere Wesenheiten und das, weil du ja auch diese Übung zur Reinigung der Seele gemacht hast, da gehört das mit den Besetzungen ja auch dazu. Und die Frage war auch noch präzisiert, ob du das so siehst wie Carrie Kay zum Beispiel, die sagt, ähm, dass sozusagen jeder Erdenmensch Besetzungen hat. Es ist schon ein wichtiges Thema, weil Besetzung, es kommt ja immer darauf an, was man unter dem Wort versteht. Aber ich verstehe darunter, dass ein anderes energetisches Wesen, mal egal aus welcher Dimension, weil da gibt es ja ganz verschiedene, dass das Wesen einem Menschen energetisch wie übernimmt, also einen Einfluss drauf hat und dann halt auch das Energiesystem und der physische Körper von diesem Menschen dann nicht mehr ähm, ihm gehört, sondern dass dieses Wesen eben einen Einfluss darauf hat. Und aus meiner Sicht ist es schon so, dass es die allermeisten Menschen das haben. Nur die meisten wissen das ja nicht und bemerken das ja meistens auch gar nicht. Und es gibt auch andere Arten von Fremdenergien. Also Besetzung ist wie so eine Art, aber es gibt auch andere. Zum Beispiel, wenn wir Energien bei uns haben, die wir zum Beispiel von anderen übernommen haben, dann sind das auch Fremdenergien, die bei uns sind, auch wenn es nicht in dem Sinn Wesenheiten sind. Oder auch Energien, die andere Menschen uns geschickt haben. Die können ja auch bei uns sein und wenn die nicht gut für uns sind, dann können die uns energetisch auch beeinflussen. Auch wenn das ja dann nicht ähm, Wesenheiten in dem Sinn sind, dass sie intelligent sind, aber es sind trotzdem fremde Energien, die wir auch haben können. Also es gibt da ganz verschiedene Arten von Fremdenergien, aber es ist schon so, dass die allermeisten Menschen das haben. Man kann das auch entfernen energetisch, aber je nachdem, wie ein Mensch ist und wie er sich verhält, kann dann auch wieder was Neues energetisch dazukommen. Darum finde ich auch energetische Reinigung so wichtig. Also, dass man das nicht einfach nur einmal macht und dann denkt, jetzt ist alles gut, ähm, weil einfach immer wieder Dinge auch dazukommen können. Und das Wichtige wäre ja auch, wenn wir als Mensch in uns vollständig sind, wenn wir unsere Energie ganz hier haben und unser Energiefeld ausfüllen und keine Resonanz zu solchen Themen haben, dann kann sowas auch gar nicht an uns herankommen. Also das kann sich dann bei uns nicht anhaften. Aber weil die meisten Menschen unbewusste Themen haben, Blockaden und dann halt auch automatisch eine gewisse Resonanz, darum sind halt wirklich die meisten offen für so etwas. Und ja, die Besetzungen, das sind ja wie so eigenständige Wesen.
Also die haben eine eigene Intelligenz und machen ihre eigenen Entscheidungen. Und dann gibt es auch energetisch etwas, das ich persönlich Gedankenformen nenne. Und das sind energetische Wesen, die künstlich erzeugt wurden durch die Gedanken und Gefühle der Menschen. Und diese Wesen können natürlich genauso Einfluss nehmen auf uns, wenn wir mit ihnen verbunden sind. Ja, danke schön. Hier fragt jemand im Chat, woran sie denn merken kann, dass sie überhaupt eine Besetzung hat. Es kommt darauf an, wie feinfühlig man da ist. Man kann das auch energetisch spüren, aber das ist halt nicht bei allen Menschen so, dass sie das bewusst wahrnehmen. Und bei jedem sind sozusagen auch die Symptome ein bisschen anders. Es gibt Menschen, die haben vielleicht Albträume oder sie haben Gedanken und oder Gefühle, die gar nicht zu ihnen passen. Auch bei Süchten zum Beispiel, wenn jemand etwas tut, was ihm schadet und er kann damit einfach nicht aufhören, dann kann das auch damit zu tun haben, dass auf energetischer Ebene ein Wesen wie dafür sorgt, dass er da gar nicht rausfindet. Und das kann bei physischen Themen sein, aber das geht auch bei Gedanken, Glaubenssätzen. Also es gibt auch Menschen, die haben Besetzungen, die bestimmte Glaubenssätze nochmals verstärken. Aber viele Menschen kommen dann wie in ihrem Alltag gar nicht darauf, dass solche Dinge mit Besetzungen oder zumindest Fremdenergien was zu tun haben. Und dann bemerken sie es darum auch oft nicht. Hier kam noch die Frage, ob denn, du hattest eben, oder es wurden die Egregoren angesprochen. Jemand schrieb, das sind einfach Gedankenformen. Das ist ja bis zum gewissen Grad richtig. Jemand fragt, ob denn Jesus auch ein Egregor sei. Also Gedankenformen, da gibt es ja wie verschiedene Stufen, weil je nachdem, wie viele Gedanken und Gefühle diese Gedankenform bekommen, desto mehr Energie haben sie ja auch und desto eigenständiger handeln die auch. Und von dem her, also die haben schon und die haben auch einen eigenen Willen und können von dem her dann Menschen beeinflussen. Aber sie sind von den Gedanken und Gefühlen abhängig, die die Menschen ihnen geben. Und sonst verhungern sie sozusagen, weil sie ja eben nur künstlich erzeugt sind und sonst gar nicht real existieren würden. Und wenn es um Menschen wie Jesus geht oder auch andere Menschen, die uns bekannt sind, dann ist es aus meiner Sicht so, es gibt zum einen die Seele von Jesus oder von diesem Menschen und dann gibt es natürlich ganz viele Gedankenformen davon. Weil die meisten Menschen kennen ja diese Seele gar nicht persönlich. Sie haben einfach von ihrem Weltbild her eine gewisse Vorstellung, wie dieser Mensch ist. Und wenn das viele Menschen haben, dann entsteht aus dieser Vorstellung eine Gedankenform. Und theoretisch ist es möglich, dass man
geistig mit so einer Gedankenform auch spricht. Und Menschen, die sich dann mit dieser Gedankenform verbinden, haben dann ja vielleicht das Gefühl, sie verbinden sich mit der richtigen Seele, aber eigentlich sind sie nur mit der Gedankenform verbunden. Aber oft fällt ihnen das ja nicht auf, weil sie wie das Gefühl haben, diese Gedankenform, die entspricht ja ihrer Vorstellung, und dann gehen sie halt davon aus, dass das so richtig ist. Und so Gedankenformen gibt es also ja gerade auch von den Menschen, die halt vor langer Zeit gelebt haben und die wir heute noch bewusst kennen. Die gibt es natürlich. Also das ist ganz klar. Und darum muss man schauen, dass man sich wirklich mit der Seele verbindet und nicht mit einer Gedankenform. Wie kann man das tun? Einfach durch die Absicht? Also indem man sagt, wenn man das jetzt möchte, ich möchte mich mit der Seele und nur mit der Seele dieses und dieses Wesens verbinden? Oder wie würdest du das machen? Also ich würde über die Quelle gehen. Da habe ich ja auch eine Übung dazu auf der Webseite, dass man sich über die Quelle verbindet, wenn man mit Verstorbenen reden möchte oder mit anderen Wesen. Weil so wie mir das aufgefallen ist, wenn die meisten Menschen einfach so für sich diese Absicht haben, dass sie mit der reinen Seele verbunden werden, dann passiert es eben doch nicht immer, weil es einfach zu viel Manipulation da draußen gibt. Und darum würde ich schon über die Quelle gehen, weil sonst ist es wie, wenn man ins Universum reinruft, dass man mit Person so und so reden will und ganz viele verschiedene kommen und jeder findet ja, er sei der.